Und King Tire? Super, hält, funktioniert. Gute Reifen für kleines Geld. Einen schönen guten Morgen, meine lieben Hobby-Racer und Freunde des gepflegten Motorradsports. Willkommen zum neuen Video. Wie ihr sehen könnt, wir sind mal wieder im Automotodrom Grobnik. 4-Tages-Event mit Hafennegger. Wir sind hier zum Saisonabschluss. Schade, leider schon wieder Saison vorbei. Das heißt wieder 6 Monate auf dem Arsch sitzen, bis es endlich wieder losgeht. Egal, machen wir das Beste draus und nutzen die 4 Tage nochmal für richtig schön Spaß zu haben, die Zeit zu genießen und einfach zu fahren. Im besten Fall, Ziel Nummer 1 ist, nicht stürzen. Wir wollen einfach nur fahren. Bestzeit ist gar nicht das Ziel, sondern, wie im letzten Video erwähnt, habe ich den King Tire dabei. Und zwar wollte ich den in Hockenheim schon testen beim 300-Meilen-Rennen. Da hat es leider nicht geklappt, da mir die Kette gerissen ist. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch gerne hier oben nochmal. Aber ich mache heute und hier den Reifentest. Das heißt, 4 Tage Zeit. Ich habe den Reifen jetzt dabei, den ich in Hockenheim aufgezogen habe. Das heißt, der hat schon 2 Turns Hockenheim drauf. Rundenanzahl müsste jeweils zwischen 6 und 8 Runden gewesen sein. Und den fahre ich hier jetzt auch nochmal. Ich fahre den so lange, wie es geht, bis er komplett runter ist, um zu gucken, wie gut die Haltbarkeit ist. Allgemein, King Tire Test. In diesem Video erzähle ich euch alles, was ich darüber erfahre, alles, was ich darüber spüre, meine Erfahrungen damit und ob ich den Reifen meiner Meinung nach empfehlen kann oder ob er doch nichts ist. Kurze Vorab-Info zu den Reifen. Also, ich hatte den Reifen, wie einige ja wissen, 2022 schon dabei gehabt und bin den da schon mal getestet und hatte da Riesenprobleme, dass er immer aufgerissen ist. Das Ganze soll mit einer neuen Mischung 2023 jetzt komplett eliminiert worden sein und genau das werde ich für euch nämlich ausprobieren. Das Ding ist, ich bin eigentlich normalerweise Fahrer von Bridgestone V02 oder auch mal ein Pirelli oder auch mal ein Conti Track Slick und ich bin kein großer Freund von jetzt ständig irgendwo am Fahrwerk rumzuschrauben, rumzudrehen, rumzuklicken und so weiter, sondern ich bin Hobbyfahrer. Ich will, dass das Ding funktioniert, ich will ihn einfach reinstrecken und will dann fahren können, ohne mir groß Gedanken zu machen. Und der Reifen soll funktionieren, egal was draußen für Temperaturen sind, egal auf welcher Strecke ich bin, egal welcher Asphalt und immer mit der gleichen Fahrwerkseinstellung. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen naiv an. Ja, viele die gehen dann hin und sagen, ja, da musst du hier einstellen, da einstellen, klicken, tun, machen, das. Ich bin der Meinung, das Motorrad muss grundsetupmäßig erstmal funktionieren. So sind wir als Hobbyfahrer. Es soll einfach sein, es soll Spaß machen, es soll nicht groß irgendwie mit Hirnschmalz verbunden sein oder dass man ständig bei jeder Strecke, bei jedem Event erstmal zum Fahrwerksservice rennen muss, sondern, wie gesagt, beim Bridgestone V02 im besten Beispiel ist es auch so, den steckt man rein, egal wo man ist und der funktioniert immer. Und genau das sind auch meine Ansprüche an den neuen King Tire. Heißt, ich habe von King Tire einen 2023er Satz dabei, der das Problem mit dem Aufreißen nimmer haben soll und das teste ich aus. Das heißt, ich stecke den einfach rein und lasse mein Fahrwerkssetup genauso, wie ich es die ganze Saison über hatte, genauso wie ich es letztes Mal in Hockenheim gefahren bin, genauso wie ich es im Sommer in Kroatien hier schon gefahren bin und eine 1,34 damit gefahren bin. Und dann testen wir einfach, wie lange hält der Reifen, wie gut ist der Grip hier. In Hockenheim war es absolut in Ordnung. Mal schauen, was Reka dazu sagt. Der Asphalt hier, der ist ein bisschen aggressiver, der fräst die Reifen nur so weg, aber wir gucken, was da am Ende bei rumkommt. Wir wissen alle, wie teuer das Hobby-Rennstreckenfahren allgemein schon ist. Deswegen versucht natürlich jeder Hobbyfahrer, das irgendwie möglichst günstig zu gestalten und sucht da gerne nach Alternativen. Egal, ob das günstigere Anbieter sind oder günstigere Reifen. Das ist alles selbstverständlich, kann man voll und ganz nachvollziehen. Mir geht's da genauso. Deswegen, der Satz King Tire, der kostet 270 € in 120 vorne, 200 hinten. Also das ist natürlich eine absolute Kampfansage im Vergleich zu einem Satz Pirellis, wo man schon mal direkt 500 € los ist. Also knapp die Hälfte nur. Das ist Wahnsinn. Da kann man natürlich lieber mal den Reifen öfter wechseln oder früher wechseln und hat dann trotzdem immer noch Geld gespart. Ist ein Argument, solange der Reifen funktioniert. Aber genau das finden wir jetzt raus. Deswegen nicht lang schnacken, ab in die Lederkombi und dann geht's raus auf die Strecke.
Tag 1 ist geschafft. Der Reifen hat den ganzen Tag über durchgehalten. Ich hatte heute Morgen den Luftdruck auf 1,5 Bar eingestellt. Ich habe gutes Vertrauen, ich habe gutes Gefühl zum Reifen. Der Grip ist da und die Zeiten, ich bin jetzt heute eine 1,38,0 gefahren. Mir geht es nicht darum, dass ich jetzt hier eine persönliche Bestzeit raushämmer, sondern dass der Reifen erstmal funktioniert, dass ich ein gutes Gefühl habe. Ich habe noch 3 Tage Zeit und es soll einfach erstmal Spaß machen. Ich kann euch sagen, der Reifen hat jetzt heute 6 Turns gefahren. Ich bin alle Turns gefahren. Plus die 2 aus Hockenheim sind wir insgesamt bei 8 Turns. Rundenanzahl suche ich euch nochmal genauer raus und blende es euch dann unten ein. Aber bisher kann ich sagen, der Reifen macht alles wunderbar mit und fängt jetzt langsam aber an abzubauen. Wir sehen es auch hier an den Indikatoren. Die sind schon gut weggeraspelt, vor allem in Rijeka typisch auf der linken Flanke. Da haben wir schon gut was weggesäbelt. Aber ja, so langsam merkt man, dass der Reifen anfängt ein bisschen zu rutschen. Und es kündigt sich aber sehr human an. Das heißt, wenn er anfängt zu rutschen, dann spürt man das nicht abrupt, sondern wirklich sanft, dass er anfängt so rein zu sliden, sage ich mal. Und beim Kurvenausgang, dass man Gas anlegt und dann auf einmal der Reifen leichtes Rutschen beginnt. Die Traktionskontrolle regelt natürlich auch noch mit rein dann in dem Moment. Aber es ist sehr human und sehr voraussichtlich. Das ist natürlich schön, dass es nicht so abrupt kommt, dass man überrascht davon ist, sondern man direkt weiß, okay, jetzt fängt der Reifen an abzubauen. Jetzt muss man ein bisschen mehr mit Körperposition arbeiten, das Motorrad ein bisschen mehr aufrichten und dann funktioniert das Ganze auch noch. Mein Plan ist, dass ich den Reifen heute noch den kompletten zweiten Tag fahren will. Sowohl vorne als auch hinten. Vorne sieht sowieso super aus. Vorne auch gutes Gefühl beim in die Kurve einlenken, auf der Bremse. Wunderbar. Also ich habe kein Shattering, kein Wegstottern. Funktioniert so, wie ich mir das wünsche. Das kann ich auch nichts Negatives dazu sagen. Fühlt sich super an und ja, deswegen fahre ich den Reifen jetzt den zweiten Tag auch nochmal komplett durch und werde ihn dann wahrscheinlich heute Abend runterschmeißen. Wir werden sehen, je nachdem wie viel Fleisch noch drauf ist, um dann einen neuen Satz aufzuziehen für die nächsten 2 Tage und vor allem das Fun Race, was noch dabei ist. So, Freunde der Liebe, wie ihr sehen könnt, es ist schon am Dämmern. Das heißt, wir haben Ende von Tag 2. Alles ist super gelaufen, Maschine lebt noch, ich lebe noch, schon mal nicht gestürzt. Wunderbare Sache, da freuen wir uns doch. So, Fazit zu den Reifen. Ich habe die jetzt drauf gehabt, 2 volle Tage Rijeka, das heißt insgesamt 12 Turns plus 2 Turns in Hockenheim, macht insgesamt 14 Turns, in Runden ausgedrückt, abzüglich In-Lap und Out-Lap sind wir bei 100 gezeiteten Runden. Ziemlich fast genau, irgendwo um den Dreh, 98, 101, ich weiß nicht genau, sowas um den Dreh auf jeden Fall. Das ist schon relativ viel, vor allem für Kroatien, weil wir alle wissen, wie die Strecke die Reifen runterfrisst. Und ich kann mich aber nicht beschweren. Der Reifen hat wunderbar gehalten bis zum Ende. Er hat dann ab Mitte vom zweiten Tag hat er angefangen, sich so ein bisschen anzukündigen, was Schmieren angeht. Aber das Ganze tatsächlich sehr human. Also es ist nicht irgendwie unerwartet abrupt gekommen, sondern er hat sich echt entspannt angekündigt, sodass man sich darauf einstellen konnte. Und dann hat das Ganze auch weiterhin super viel Spaß gemacht. Konstante Zeiten waren drin gewesen. Es waren jetzt keine persönlichen Bestzeiten, aber wie gesagt, mir geht es hier auch in erster Linie darum, wie der Reifen sich verhält und wie der funktioniert. Wir waren irgendwo bei konstanten 37, 38 rumgefahren. Und ja, ich blende euch ein paar Bilder ein, wie der Reifen jetzt nach
100 Runden aussieht. Meiner Meinung nach ein richtig gutes, wunderbares Reifenbild. Kann man auf jeden Fall so lassen. Und ich würde den tatsächlich sogar noch weiterfahren, wenn jetzt, keine Ahnung, heute noch 2, 3 Turns wären, würde ich den noch weiterfahren, weil der vom Gefühl her wirklich absolut in Ordnung ist. Immer noch. Und jetzt ist aber Ende Tag 2, morgen steht Quali an und danach das Rennen. Dafür mache ich natürlich einen frischen Satz drauf und gucke dann nochmal, ob damit nochmal ein Drop von den Zeiten möglich ist. Wenn der frisch ist, wenn der nochmal richtig seinen initialen Grip hat. Und dann schauen wir weiter. Stand jetzt auf jeden Fall bin ich sehr, sehr zufrieden. Mit dem Vorderrad genauso, immer gutes Vertrauen gehabt, konnte wunderbar auf der Bremse in die Kurve reingehen, hat immer ein schönes Feedback gehabt und hat einwandfrei funktioniert. Also ich kann wirklich nichts Schlechtes sagen, es ist absolut kein Vergleich mehr zu der 2022er Charge, die immer aufgerissen ist und ähnliches. Von dem her wunderbar. Und ich muss dazu sagen, das ist kein gesponsertes Video. Also ich bin hier ganz ehrlich und offen und direkt, was den Reifen angeht. Negative Punkte spreche ich ganz genauso an. Und ja, ich habe die Reifen selbst gekauft, selbst bezahlt. Deswegen keine Sorgen, dass da irgendwas gefaked ist oder dass ich da irgendwelchen Stuss erzähle, der dann bei euch nicht so eintrifft. Natürlich, wie gesagt, jeder ist individuell. Bei mir war das jetzt so, dass es jetzt wunderbar funktioniert hat und ganz wichtig mit der Prämisse, wie ich es euch eingangs schon erwähnt habe, einfach reingesteckt, Luftdruck angepasst und losgefahren. Das heißt, ich habe, wie gesagt, wie bei einem V02 nichts am Fahrwerk geändert, nichts für die Strecke jetzt extra angepasst oder ähnliches. Einfach nur reinstecken, Luftdruck kontrollieren und raus. In dem Sinn würde ich mal sagen, schließen wir den Tag 2 ab. Das war mein Fazit bis hierhin. Und schauen dann morgen nochmal, ich zeige euch dann nochmal, wie es läuft beim Quali und was dann am Ende bei rumgekommen ist mit einem frischen Satz, was die Zeiten angeht, was mein Quali angeht und natürlich am Ende auch, was das Rennen angeht. Vergesst nicht, unten kommentieren, was ihr noch wissen wollt zu dem Reifen oder schreibt es mir auf Instagram in die DMs rein. Ich beantworte alle Fragen, ich bin offen, ehrlich, transparent, das wisst ihr ganz genau. Und ansonsten vergesst nicht, wer es noch nicht gemacht hat, Kanal abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Jo Freunde, da sind wir schon an Tag 3 bei den Hafnecker Renntrainings. Gestern habe ich abends den King Tire runtergeschmissen, ihr habt es gesehen, er hat dann seine 100 Runden drauf gehabt, vorne wie hinten. Wobei ich sagen muss, vorne wird sogar noch weitergehen. Also den nehme ich auf jeden Fall nochmal mit nach Hause und werde den noch ein zweites Hinterrad über durchfahren. Trotzdem habe ich für den Test für heute vorne wie hinten nochmal einen neuen Satz drauf gemacht, um zu gucken, wie sind die Gripverhältnisse mit einem komplett neuen Satz. Das hat wunderbar funktioniert. Mit dem frischen Satz Reifen war es dann heute Morgen direkt möglich, nochmal 2 Sekunden schneller zu fahren als mit dem Satz gestern. Das heißt, der initiale Grip ist auf jeden Fall nochmal höher und man merkt, dass der Reifen nimmer durchdreht, nimmer zu sliden anfängt, sondern richtig schön Grip und Performance bietet und das Moped nach vorne schießt. Das Ganze wirkt sich natürlich positiv auf die Zeit. Und das freut mich natürlich, dass ich dementsprechend damit nochmal eine gute Quali-Zeit setzen konnte, für mich ein bisschen weiter vorne im Feld zu platzieren. Das Niveau hier bei Hafnecker ist wie gewohnt natürlich jetzt nicht das geringste, sondern da sind echt fixe Leute dabei. Der schnellste hat, glaube ich, sogar eine 29 wieder mal gesetzt. Also Respekt davor und ich weiß gar nicht, wer davon alles dann am Ende im Rennen mitfährt. Aber wir machen das Beste draus. Das Rennen werde ich euch dann aber separat nochmal in einem Video nächste Woche zeigen. Deswegen dranbleiben, gespannt bleiben, Like da lassen, unten kommentieren und um kein Video zu verpassen, Kanal abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend.